Heute bei Wer weiß denn sowas? David Garrett im Team mit Bernhard Hohecker. Und sie spielen gegen Yvonne Katterfeld und Elton. Das Musikduell, es geht los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, eine neue Folge Wer weiß denn sowas? Da lohnt es sich einmal mehr, die ARD-Quiz-App heute vielleicht noch schnell runterzuladen, wenn Sie es schon längst haben. Aber Sie können auch einfach entspannt zuschauen, wie Sie wollen. Ne? Und ganz entspannt heute auch bei uns David Garrett, meine Damen und Herren. Lieber David, das ganz entspannt bezieht sich darauf, du bist natürlich sowieso ein entspannter Typ, aber wenn du bei uns warst du nicht immer ganz entspannt, weil es ein bisschen gedauert hat, bis du hier das erste Mal tatsächlich als Sieger dieses Studio verlassen konntest. Es hat sehr, sehr lange gedauert und jetzt fühle ich mich pudelwohl, weil das Kapitel ist jetzt erstmal abgehakt und ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen. Der ganze ohne Druck ist weg. Ohne Druck. Der ganze Druck ist weg. Ne? Du hast eine Biografie geschrieben, wenn ihr wüsstet. Ja. Ne? Und das ist die erste wirklich interaktive Autobiografie überhaupt der Welt. Was heißt denn interaktiv? Interaktiv heißt, dass wir für jedes Kapitel einen QR-Code dazugefügt haben und der QR-Code öffnet Videos, Bilder, alles unveröffentlichtes Privatmaterial. Okay. Das heißt, jedes Kapitel hat auch gleichzeitig nicht nur die Geschichte, sondern es wird lebendig dadurch, dass man diese Aufnahmen aus der Zeit von dem Konzert, von der Situation miterlebt. Und das finde ich sehr spannend. Verrückt. Also, für alle Fälle, die Geige ist dabei. Ihr beide spielt zusammen heute im Team. David Garrett und Bernhard. Und Yvonne ist endlich mal wieder da. Herzlich willkommen, Yvonne Katterfeld. Und für dich ist das jetzt quasi ja Warm-up für die Tour, die nächste Woche startet. Ja, ich freue mich total, weil wir akustisch unterwegs sind, schön mit einem kleinen, also nicht Gospelchor, aber wir haben so 3 Gospelsänger und ich freue mich total mit meinem Album Change dann wirklich auf die Bühnen zu gehen. Das ist 5 Jahre her jetzt. Okay. Wie viele Konzerte sind geplant? Das sind nur 5, also Corona-bedingt und aufgrund der Kapazitäten, aber ich freue mich deswegen umso mehr. Also alle, die Karten haben oder sich noch schnell welche kaufen, werden es genießen müssen. Denn über diese 5 Konzerte geht es erstmal nicht hinaus. Ja, heute mit Elton zusammen im Team. Also auch euch viel Erfolg. Und ich habe gleich was richtig Spannendes. Also ich persönlich war sehr überrascht, als ich das gehört habe. Wussten Sie eigentlich, dass das Wurzelgeflecht der Roggenpflanze so kleine Wurzelhärchen hat, die in der Summe eine Länge von bis zu 10.000 Kilometern haben können? Das finde ich enorm. Enorm. Ja. So, jetzt gucken wir auf die Publikumsverteilung. Das ist unser anwesendes Publikum hier im Studio plus das virtuelle Publikum. Hinter David Garrett und Bernhard heute 60 Zuschauerinnen und Zuschauer, die euch das Vertrauen schenken. Hinter Yvonne Katterfeld und Elton 55. Damit ist alles gesagt. Wir legen los. Hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die Kategorien heute sind Essen und Trinken, Kurios, Trick 17, das Fragezeichen, Unser Körper, Wunder der Natur, Neuheit, Tierisch, Shopping, Sport, Clever und Ländle. Ihr habt mehr Zuschauer hinter euch, ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 € und beide Teams haben einen Publikumsjoker. Mit was wollen wir starten? David, hast du einen Favoriten? Sport. Direkt mit Sport. Sport. Bernhards Lieblingskategorie. Ja. Das Self-Transcendence 3100 Mile Race ist der längste Lauf der Welt und A. An den Verpflegungspunkten wird Kaffee statt Wasser gereicht. B. Führt um einen 883 Meter langen Häuserblock in New York City. Oder C. Findet nur statt, wenn der Huronsee zugefroren ist. Heißt das nur 3100 Meilen Race?
Weil längster Lauf, das ist ja wirklich ein Lauf, der hier passieren soll. Es sei denn, die machen das über ein Jahr und es sind irgendwie jede Woche 50 Kilometer oder so. Also ich habe davon noch nie gehört. Ich muss das fairerweise sagen. Das wäre ja auch eine lustige Idee, wenn man sagt, ganz ehrlich, das ist der längste Lauf der Welt und da wird jeden Tag ein Marathon gelaufen. Ja, und dann halt also sowas ähnlich. Ich würde Kaffee ausschließen. Bist du dabei? Ja, bin ich dabei. Lass uns mal mit C als weitergehen. Genau, findet nur statt, wenn der Huronsee zugefroren ist. Ach, das hat für mich eigentlich auch nichts. Naja, das kann natürlich sein, dass das so ein Lauf ist, einmal quer durch Grönland. Aber dann Huronsee wäre dann ja zugefroren, das heißt, es ist Minusgrade. Das wäre im Winter und 5000 Kilometer im Winter laufen, ich sehe das nicht happening. Ich bin ehrlich gesagt für die interessante Variante, dass es wahrscheinlich ein Lauf ist, der mehrmals im Jahr passiert, dadurch die Summe der Kilometer wirklich so hoch ist und dass eine der Etappen durch New York führt. Das wäre für mich die logischste Erklärung, das heißt, ich bin bei B. Das wäre auch irgendwie nachvollziehbar, weil die werden wahrscheinlich Großstädte machen, damit es auch sich wirtschaftlich lohnt und dass es auch schön ist, dann fliegen sie mal dahin und mal da. Also ich bin für B. Also ich persönlich wäre für C, aber ganz ehrlich, du bist so überzeugt davon. Ich bin für B. Ich habe keine Ahnung. Ein unfassbares Vertrauen in deine. Ganz ehrlich, wenn du Geige spielst, sind deine Gefühle eine große Blume. Ja, es ist Bauchgefühl. Und dem kann ich mich nicht verwehren und deshalb möchte ich deinem Gefühl folgen. Und wir nehmen. Ich hoffe, dass B. das kann. B. Ich bin mir nicht sicher. Falls es nicht stimmt, kannst du immer noch ganz andere Seiten aufziehen. Ja. Das Self-Transcendence 3100 Mile Race wird seit 1997 jedes Jahr in New York City ausgetragen. Die fast 5000 Kilometer lange Strecke muss von den Läufern innerhalb von 52 Tagen absolviert werden, um den Lauf zu beenden. Dies ist besonders bemerkenswert, da die Gesamtdistanz auf einem nur 883 Meter langen Rundkurs um einen Häuserblock im Stadtteil Queens zurückgelegt wird. 2021 stellten sich 7 Läufer diese Herausforderung. Was soll ich sagen? Es ist das Bauchgefühl. Ja. Ich weiß noch nicht, was das für den weiteren Verlauf der Sendung bedeutet. Das kann ich ja sagen. Hier wird es entspannt auf der Seite. Aber ihr habt die ersten 500 € auf dem Konto. Alles klar. Was wollen wir gerne Was nehmen? möchtest du starten? Du, ach, irgendwie interessiert mich Wunder der Natur oder Ja. kurios. Wir können mit Wunder der Natur anfangen. Ja. Die Samen des wilden Hafers sind in der Lage, a. sich in einer Art Gang fortzubewegen, b. sich mit Hilfe eines Kühlmechanismus vor Hitze zu schützen oder c. auf dem Boden Heidekrautgewächse zu befruchten. Oh mein Gott. Die Samen bewegen sich in einer Art Gang Wie, vorwärts. weil wie sollen die denn in den Gang kommen? Also der Hafer, wenn der sich verteilt, dann werden die sich doch wohl nicht da zusammenfügen, um in den Gang hineinzukommen. Also A würde ich erstmal ausschließen. So, B kann ich mir natürlich vorstellen. Das ist natürlich ein Schutz, Ja. wenn es heiß ist. Die haben vielleicht auch kleine Härchen, wo sich Tau oder sowas bilden kann. Das kühlt. Genau. So. Und die können aber auch, wenn sie können aber auch Heidekrautgewächse. Das heißt also, Der Hafer verwandelt sich dann sozusagen oder befruchtet, heißt dann, was wird denn dann daraus? Also befruchtet das Heidekraut. ja, der Samen fällt runter auf die Erde und dann wächst doch was Neues da draus. Aber die Frage ist, was wird daraus, wenn das Heidekraut befruchtet? Oder wird dann aus dem wilden Samen Heidekraut? Ja, deswegen finde ich, verstehe ich C nicht. Also, da ist doch schon Heidekraut. Und dann fällt der Samen runter und was dann? Ja, eben, das ist die Frage. Aber vielleicht ist ja Heidekraut aus wildem Samen und wir wissen es nur nicht. Aber, aus wildem Hafer meine ich, nicht wildem Samen. Wollt ihr was riskieren oder wollt ihr das gleich mit dem Oder Publikum B ist am logischsten. absprechen? Irgendwie. Also B ist am logisch. Die schützen sich, damit das nicht austrocknet. Ja. Wollen wir Dann lass uns doch das Logischste nehmen. Ist auch nicht immer das Beste, ne? Ja. Wollen wir es probieren? Ja, komm, wir probieren es. Ja? Wir probieren B.
Aber es klingt auf jeden Fall spannend, wenn so ein Heidekraut vom Hafer gestochen wird. Die Samen des wilden Hafers besitzen jeweils 2 Borsten, die Grannen. Sobald die Samen auf den Boden fallen, kommen ihre Grannen zum Einsatz. Wie lange Insektenbeine sind sie in der Mitte geknickt und berühren mit ihren Spitzen den Boden. Damit die Grannen funktionsfähig sind, bedarf es Wärme und Feuchtigkeit. Trocknen die Grannen tagsüber aus, drehen sie sich zusammen. Wenn sie feucht werden, drehen sie sich wieder auf. Durch die Rotation der Grannen sind die Samen in der Lage, sich fast wie auf 2 Beinen fortzubewegen. Fallen sie dabei in eine Furche, bleiben sie liegen und können an diesem Ort sicher keimen. Wunder, dass geklatscht wird, das war falsch. Ja, die Leute waren so Es ist ermutigend, erstaunt Elton. über dieses neu erworbene Wissen. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ach, wir machen clever. Nee, wir nicht. Du. Achso, Mach's bist clever. du okay mit clever? Ich dachte... Nein, ich bin schon weil dabei, aber... Das ist doch eins deiner Lieblings. Ja, natürlich, gerne. Insofern. Zumal auch das Ich gucke Publikum. die Sendung doch so gerne, Natürlich. deswegen weiß ich doch, was du Wer magst. Xanthan als Ei- oder Gelatineersatz verwenden möchte, sollte das Pulver vorher in A. Speiseöl auflösen, B. eiskaltes Wasser einrühren oder C. einer beschichteten Pfanne erhitzen. Ei- oder Gelatineersatz? Wofür wird Gelatine benutzt? Also Hilf mir mal da aus. Ja, zum Steifmachen, zum Stockmachen. Also, wenn Also du wie zum Beispiel, Eiweiß zum Beispiel. Ja, genau. Wenn Genau. du zum Beispiel Tortenguss oben drüber, das ist geliert. Das heißt, wenn das ein Pulver ist, muss es ja irgendwie zu einer beweglichen, klebrigen Masse werden. Ich glaube, wenn du das nicht speist... Gib mal noch eine Sekunde. Ah ja, na klar, natürlich. Eine Sekunde. Bitte, vielmals sofort, bitte, ich bin so Speiseöl stressig. auflösen. Müsste man viel Speiseöl benutzen, um das eiskaltes Wasser einrühren. Anna, du kannst auch zu uns. Ich glaube, kaltes Wasser bindet aber nicht so gut. Eine bestimmte, in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Sehe ich nicht so, weil also ich würde C ausschieben. Ja. Sind wir da d'accord? Ja, C da sind wir raus. d'accord, natürlich. Eiskaltes Wasser für mich bindet nicht so gut. Eher warmes Wasser. Ich weiß nicht, ob du jemals Mehl in ein kaltes Wasser getan hast. es wird Das ja ist- nachher, wird es ja eventuell noch mal gekocht. Gelatine wird ja warm, dann ist sie flüssig, dann schütte ich sie über den Aber hier Kuchen steht nichts von und dann, Aufwärmen. Ich bin für Speiseöl. Ich bin für eiskaltes Wasser. Ich bin für Speiseöl. Ich bin für eiskaltes Wasser. Wir nehmen Speiseöl. Naja, ich sag mal so. Ganz ehrlich, darf ich nur mal... Moment, Sekunde, ich denke auch noch mal kurz drüber nach. Angenommen, Wenn du du willst- dermaßen... Angenommen- Moment, pass mal auf. Ich passe auf, ja. Denk mal, Wasser ist doch nun wirklich eine sehr flüssige Konsistenz. Genau. Aber ich glaube, dass diese Gelatine ist doch relativ dick von der, erstmal von der nicht. Struktur. Normale Gelatine musst du ja auch erstmal auflösen und erst durchs Kochen wird sie fest. Und dass sie sich dann besser... Meinst du, ein Pulver mit Wasser hat diese Dichte? Nein, eben nicht. Ich denke eher durch das Öl. Ja. Wir nehmen A. Bauchgefühl. Ich bin mir bei A nur wirklich echt Du musst unsicher. es entscheiden. Weil das in Öl auflösen und dann auf den Kuchen... Können wir, Ja, sollen Bernhard, wir du Folgendes kannst- machen? du kannst Wenn es ja du falsch abkürzen. liegst, Ja? dann darf ich für den Rest der Sendung vorgeben, was ich möchte. Wir nehmen B. Oh. Wechselt ihr denn auch die Plätze? Xanthan ist beliebt als veganes und glutenfreies Bindemittel bei Lebensmitteln und kann als Eiersatz bei Backwaren oder als Gelatineersatz bei Marmeladen eingesetzt werden. Kommt es in Kontakt mit Wasser, beginnt es sofort zu quellen und es bilden sich Klumpen, wenn die Partikel im Gel eingeschlossen werden. Um dies zu verhindern, sollte das Pulver vorher in etwas Speiseöl gelöst werden. So dispergieren die Partikel und beginnen nicht zu quellen. Beim Hinzufügen von warmem Wasser reicht ein leichtes Rühren aus, um das gesamte Xanthanpulver gleichmäßig zu verteilen. Es tut mir leid. Bleib sitzen da drüben, ist schon gut. Du kommst zu uns, komm her. Es bleibt erstmal bei 500 Euro. Aber wir haben ja sozusagen unter uns geklärt, wie der Verlauf der Nein, Sendung der jetzt Rest der Sendung, ausgeht. der ist, außer wenn ich es weiß. so, Dann ihr würde ich könnt jetzt ausgleichen. gar nichts mehr sagen. Wolltest kurios gerne? Ja, lass auch Kurios nehmen. Kurios. Super. Ein Bild der 9-jährigen Carol Hersey, die 1967 mit ihrer Puppe
Tic-Tac-Toe spielte, machte sie A. zu einer der meistgesendeten Personen der TV-Geschichte, B. zur Galionsfigur der Sudoku-Bewegung oder C. zum Vorbild für eine Radierung von Andy Warhol. Carol Hersey. Also, wenn das die gesendetste Person der TV-Geschichte ist, habe ich das nicht mitbekommen. Aber das hat nichts zu heißen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das so eine Art Pausenbild war oder nachts. Wenn es keine Sendung mehr gab, wurde vielleicht einfach dieses Bild eingeblendet. Statt ein Testbild oder sowas, keine Ahnung. Und das über Stunden gesehen ist dann vielleicht die meistgesendetste Person der TV-Geschichte. Also so kann ich mir das theoretisch vorstellen. Will man eine 9-Jährige mit einer Puppe die ganze Zeit spielen sehen? Nein, es ist ja ein Bild. Du siehst die ja nicht spielen. Ja, nee, das ist ja nur das ich weiß. Bild. Ja, Und irgendwas aber musst du ja senden. So, kommen wir mal zu B. Eine Galionsfigur der Sudoku-Bewegung. Weil sie Tic-Tac-Toe spielte, warum ist das eine Galionsfigur, die Sudoku... Also B würde ich auf jeden Fall ausschließen. Das kann ich mir nicht erklären. Nee. Weil Sudoku ist ja was ganz anderes als Tic-Tac-Toe. Und ich habe noch nie gehört, dass die eine Galionsfigur haben. C kann natürlich sein. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Kunstexperte, aber ich verbinde nicht unbedingt mit Andy Warhol, dass der Radierung gemacht hat. Der hat Pop-Art... richtig fiese, schöne Farben benutzt und keine Radierung. Viele schöne Farben, wolltest du sagen. Sehr viele schöne Farben benutzt. Also A wäre ja wirklich am kuriosesten tatsächlich. Ne? Das ist natürlich das, was jetzt für die Sendung hier am spannendsten ist. A. Okay. Elton macht den Bernhard. Die Britin Carol Hersey war Kostümdesignerin für Fernseh- und Theaterproduktionen. Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Fernsehen hatte sie schon 1967, als ihr Vater sie mit ihrer Puppe Bubbles fotografierte. Er war Techniker beim Fernsehsender BBC, der zu dieser Zeit das Farbfernsehen einführte und ihr Foto als Testbild verwendete. Bis 1998 wurde ihr Foto als Teil eines Testbildes nach Sendeschluss eingeblendet und bescherte ihr Schätzungen zufolge mehr als 70.000 Stunden Sendezeit. Damit ist sie eine der meistgesendeten Personen der TV-Geschichte. Oh, ich hätte das deutlich besser geklappt. Die ersten 500 €. David, was darf es denn sein? Wir nehmen Shopping. Shopping, ich muss es nur laut wiederholen, weil meine Supermärkte, die dem Dark Store-Konzept entsprechen, A. öffnen abends und schließen morgens, B. vertreiben Produkte ausschließlich an Online-Kunden oder C. bieten keine Markenprodukte an. Also, Dark Store Konzept, Supermarkt. Öffnen abends und schließen morgens. Schließe ich aus, weil ich habe auch nie von einem Laden gehört, der speziell abends aufmacht und morgens schließt. Entweder sind die wirklich den gesamten Tag offen oder sie haben geregelte Öffnungszeiten tagsüber. Ich würde A erstmal ausschließen. Ja, mache ich auch. Ich habe auch noch nie, also C wäre jetzt auch schon wieder etwas, würde ich sagen, Markenprodukt. Das heißt, es gibt einen Supermarkt, der jetzt nichts anderes anbietet als Sachen, die keiner kennt. Was meinst du? Hast du schon mal was davon gehört? Ich habe noch nie davon gehört, aber kann ich mir gut vorstellen. Kannst du dir gut vorstellen? Die im Dunkeln sind, Produkte. Vertreibt oder ausschließlich an Online-Kunden. Ist das nicht ein Online-Shop? Ich wollte nichts sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist. Das ist ein Supermarkt, der eine Filiale hat. Die gibt es ja mittlerweile überall. Eine Filiale hat, wo keiner richtig drin arbeitet. Allerdings, die haben alle Produkte vorrätig und delivern das. Ich bin für B und wir nehmen B. Okay. Gut. Ja? Ja, B. Ich bin für C und wir nehmen B. B ist festgehalten. Dark Stores sind nicht für die Laufkundschaft konzipiert, sondern für Online-User, die Bestellungen über eine App oder ein Online-Portal aufgeben. Die dunklen Läden sind Warenlager, die innen meist Supermärkten gleichen, von außen aber nicht als solche erkennbar sind. Ihre Fensterfronten sind verkleidet und nicht einsehbar. Die Lagerverwaltung ist auf Effizienz getrimmt. Nicht selten übernehmen Lieferanten sowohl die Kommissionierung als auch die zügige Auslieferung. Das ist das Bauchgefühl.
So, David, wenn du jetzt alleine heute hier wärst, hättet ihr schon 1500, aber so sind es nur 1000. Das ist okay. Ich schaffe es auch mit Bernhard. So Ganz kurz, sind's ganz nur kurz. 1000. Wenn einer mit einer Leiter kommt und das Schild wegschraubt, sagt ihr mir aber vorher noch Bescheid, ja? Ja, aber du schleppst ihn schon mit durch. Ich schlepp ihn mit. Alles klar, 1000 Euro habt ihr. So, Nächste Kategorie. wie sieht es so mit gesundheitsmäßig aus wegen Oh unserer ja, Körper? lass mal. Ja. Unser Körper. Was ist laut einer Studie der finnischen Universität Turku von 2021 gut für den Insulinhaushalt und hilft bei Stoffwechselstörungen? A. Schreiben mit der nicht dominanten Hand. B. Im Stehen verbrachte Zeit. Oder C. Abwechselndes Hören von Rock und klassischer Musik. Schöne Frage für dich. Okay. Wow, das ist sehr spannend. So, Also, jetzt müssen wir mal gucken. Stoffwechsel und Insulin. Hat was mit Blutzucker zu tun? ja, mit Blutzucker und damit natürlich auch mit der Insulin, mit der Blut-Hirn-Schranke oder wie das heißt. Ne? Okay. Also gar nicht so unlogisch. Ist dann A, ne? Aber eigentlich soll man ja also man soll ja zum Beispiel Linkshänder nicht zum Rechtshänder werden lassen. Aber vielleicht, wenn derjenige Nee, das ist ja dann. Diabetes hat, vielleicht ist es dann besser, wenn er Der Linkshänder soll dann mal wandelt zum Rechtshänder. Keine Ahnung. Also B würde ich erstmal ausschließen. Was hat das damit zu tun? Naja, stehen verbrachte Zeit. Naja gut, man sitzt da nicht so viel. Ja, aber was hat das mit der Hirnschranke? Dann kann ich mir Nee, aber mit Insulinhaushalt, also mit Verbrauch von Zucker und weißt du, wenn du sitzt, dann ist es natürlich schlechter für deinen Stoffwechsel, als wenn du stehst. Und wenn du stehst, dann bewegt man sich vielleicht auch so ein bisschen. Ach so. Das ist dann vielleicht besser für den Stoffwechsel, für den Darm und so weiter. Und das ist dann vielleicht gut für den Insulinhaushalt. Also C schließe ich jetzt aus, aber wäre schön. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Das wäre zu Ist einfach. ja auch nochmal so, nur dass ich das einmal einwerfen darf. Ne? Also wenn ihr euch mit dem Thema, weil ihr vielleicht gar nicht unmittelbar davon irgendwie betroffen seid, nicht so gut auskennt, wäre vielleicht auch was fürs Publikum. Ne? Komm, wir fragen mal unser Publikum. Wir fragen mal das Oder? Publikum. Publikum Oder was fragen? meinst du? Ich würde sagen, ja. Vielleicht. Genau. Nehmt euer Glück selbst in die Hand. So, was ist gut? Klar, sagt er. Klar, Ja, klar, was ist gut für den Insulinhaushalt? bin ich ja mal und hilft bei gespannt. Stoffwechselstörungen? Ja, genau. stehen. So, eine Sekunde, Mikro kommt. Hallo. Hallo, Wer Detlef bist- aus L.A. Aus L.A.? Ja, Bochum-Langendreher. Ah. Verstehe. Detlef, hast du irgendwas mit Insulin und so? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott Okay, sei Dank gut. nicht. Bin ja Aber ich habe mich hier ein bisschen unterhalten. was heißt Das hat was heißt mit hier? mit meiner Frau Eva, die gestern so. Geburtstag hatte. Ah, Eva. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns darüber nachgedacht, dass es mit Spannung und Entspannung zu tun hat. Und deswegen die Musik genommen haben, dass das vielleicht den Stoffwechsel auch ein bisschen wieder anregt. Okay. Also C. C. Alles klar. Okay. Detlef, wir haben C eingeloggt und jetzt gucken wir uns an, was da in Turku rausgekommen ist. Forschende aus Turku entdeckten in einer Studie 2021 einen positiven Zusammenhang zwischen Stehen und der Möglichkeit der Körperzellen auf Insulin anzusprechen. Bei den Probanden wurden über mehrere Wochen Bewegungen und Gesundheitsmarker gemessen. Vermutlich fördern die für das Stehen erforderlichen Muskelkontraktionen die Glukoseaufnahme und die Empfindlichkeit der Insulinrezeptoren. Die Forschenden vermuten, dass mehr sitzende Zeit durch Stehen zu ersetzen sich positiv bei Stoffwechselstörungen wie Diabetes auswirkt. Aber schön. Trotzdem danke. Ja, es bleibt erstmal bei 500 Euro. Wolltest du ein bisschen was zur Entspannung beitragen? Antwort, aber Ach, zum Geburtstag, viel Glück. So, David, nächste So. Kategorie. wir nehmen Hier?
Also wir, ne? Ja, also wir nehmen. Also ihr beide nehmt? Ich weiß, dass Bernhard gut mit Trick 17 ist. Und ich würde Trick 17 probieren und mal schauen, wie wir da zusammenkommen. Ob ich dir helfen kann. Ja. Nee, ist ja ganz einfach. Du nimmst einfach das, was Bernhard nicht nehmen würde. Ja, genau. Nein. Es muss ja alles Sinn ergeben. Ja. Um Fettflecken aus einer Seidenkrawatte zu entfernen, sollte diese A. mit einem Centstück abgerieben werden, B. in Waschbenzin eingeweicht werden oder C. mit konzentriertem Birkenwasser bestrichen werden. Also Waschbenzin vom Gefühl jetzt erster Instinkt, das ist so hart, das macht jedes Fabrikat kaputt und gerade Seide, super sensibel, Waschbenzin wäre jetzt... Ich schließe B aus. Ich auch. Sehr gut. C. Konzentriertem Birkenwasser bestrichen. Jetzt müssen wir natürlich, kennst du dich mit Birkenwasser aus? Da brauche ich Hilfestellung. Nein. Aber Birkenwasser klingt nach mehr als nach reinem Wasser. Vielleicht sind in Birkenwasser... Also wenn du nicht da wärst, würde ich jetzt sehr souverän sagen, naja, also Birkenwasser kann ich mir gut vorstellen. Es ist halt von der Birke, da sind vielleicht noch Öle Okay, lassen wir das noch offen. Ja, lassen wir das offen. Überlegen wir, was ein Centstück ist. Das- Ja Kupfer. das ist eine gute Überlegung. Ja. Kupfer, Cent ist Kupfer, ist das Kupfer? Hilf mir mal. Ja, so eine... Messing, Kupfer. Ja, so, Das heißt, das oxidiert ja. Fett, aber hat Fett irgendeine... Das zieht ja nicht. Ich bin für Birkenwasser, weil ich die anderen wirklich ausschließen kann. Das heißt, wir nehmen C, Birkenwasser. ja, genau, richtig. Das ist genau mein Gedanke gewesen. Das wollte ich... C, ne? C? Ja, C. Birkenwasser. Ich kenne zwar Birkenwasser nicht, aber die Birkenwasser- anderen können nicht funktionieren. Nein, das Die geht gar nicht. richtig Das praktischen funktioniert Alltagstipps, die wissen Sie, gibt es nicht. Ich hätte nur A hier bei oder B uns. genommen. Da Seidenstoffe empfindlich sind, sollten Seidenkrawatten nicht in der Waschmaschine gewaschen werden. Fett und andere Verschmutzungen können gelöst werden, indem die Krawatte über Nacht in einem geschlossenen Glas mit Waschbenzin eingeweicht wird. Das Lösungsmittel greift das Material weniger an als vergleichbare Produkte, ist aber sehr geruchsintensiv. Daher sollte für ausreichende Lüftung gesorgt, mit Handschuhen gearbeitet und die Krawatte nach dem Einweichen zum Trocknen nach draußen gehängt werden. Was ich was man gelernt. hier nicht. Hätte das jemand gewusst, das finde ich immer spannend. Nee, guck mal. Es bleibt erstmal bei 1.000 €. Ihr könnt ausgleichen. Ich bin ja Ja, für das Essen werden und wir. Trinken, aber such dir gerne was. Ach ja, du komm, lass. Also das andere ist auch spannend. Neuheit. Aber lass Essen und Trinken. Essen und Trinken. Essen und Trinken. Ja. Wer durch eine Ernährungsumstellung länger leben möchte, hat laut einer norwegischen Studie am wahrscheinlichsten Erfolg, wenn A. komplett auf Schokolade verzichtet wird, B. Alkohol zwischen 16 und 18 statt nach 18 Uhr getrunken wird oder C. Linsen statt Fleisch gegessen werden. C oder A? Ja, C ist natürlich sehr naheliegend. Ne? Also Linsen, auch Erbsen, es wird auch immer mehr Fleischersatz aus Erbsen Erbsenprotein und so. gemacht. Und ist es vor allen Dingen, ist das auch eine Ernährungsumstellung, wenn ich von Fleisch auf Linsen gehe? Das, Mehr als weil auf B Schokolade ist ja verzichten. keine Ernährungsumstellung, außer dass ich die Uhrzeit wechsle. Aber ich trinke trotzdem Alkohol. Aber ich trinke trotzdem Ist noch egal. Alkohol. Ja. So, komplett auf Schokolade verzichten. Ich kann mir das ein bisschen vorstellen, weil Schokolade ist natürlich Fett, Zucker. Ja. Auf der anderen Seite heißt es auch, man soll auch gerne aber mal ein Stück Schokolade essen, weil da ja auch Glückshormone freigesetzt werden, wenn du Schokolade isst. Da kannst du auch getrocknete Tomaten essen, habe ich jetzt gehört. Okay, ich wäre bei C, weil man macht viel. Das Problem ist, es ist für mich nichts Neues. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hui, ja, weil man soll ja auf Fleisch, wenn es geht, verzichten, ist ja auch gut für die Tiere und alles. Und es werden immer mehr durch Linsen, aber auch Erbsen, werden immer mehr Fleischersatz Es wird auch mal wieder darauf hingewiesen. Viele Komiker ernähren sich auch mit Kichererbsen. Ich habe übrigens meine Ernährung auch umgestellt. Ich nehme keine Kartoffelchips mehr, sondern aus Linsenchips. Die schmecken auch super. Siehst und du? sind auch Da haben wir doch wieder die Linsen. C. Es gibt doch auch einen deutschen Ort, Linsengericht. Viele Grüße Ja, an der Stelle. Ein Team der Universität Bergen berechnete 2022, wie sich eine Ernährungsumstellung statistisch auf die Lebenserwartung auswirken kann. Mit optimierter Ernährung könnte eine 20-jährige Person, die sich vorher typisch westlich ernährt hat, 7 bis 10 Jahre länger leben. Laut der Berechnungen helfen vor allem mehr Hülsenfrüchte wie täglich 200 Gramm Linsen oder Erbsen, die Lebenserwartung um 2 Jahre zu erhöhen. 50 bis 100 Gramm Fleisch oder Wurst hingegen kosten 2 Jahre.
Zusammen mit weiteren Faktoren wie der Verzicht auf gesüßte Getränke kann die Lebenserwartung gesteigert werden. Aber was dazu gelernt? Richtige Antwort. 1000 Euro. Was würdest du, sagen wir mal, Neuheiten probieren? Ist auf jeden Fall strategisch gut, weil das Publikum hat es vielleicht Ja. gesehen. Also das, genau. Ja? Ja. Lest relativ viel. Ah, sehr gut. Lesen ist gut. Die aus einer Hibiskusart gewonnene Naturfaser Kenaf ist für die Papierherstellung von Vorteil, da es im Vergleich zu Holz A. kaum entflammbar ist, B. Feuchtigkeit schneller aufnimmt und trocknet oder C. von Natur aus heller ist und weniger Lignin enthält. Weißt du, das Erste, was mir direkt ins Auge fällt, ist, wir reden ja von Holz. Und Holz ist bei Papier nicht sehr umweltfreundlich. Und ich denke, so eine Geschichte läuft darauf hinaus, dass man ein Verfahren entdeckt hat, was umweltfreundlicher ist für Papier. Also A. Nein, natürlich nicht A. Nee. A ist ja entflammbar, ist ja völliger Blödsinn. Ja, totaler A würde ich Blödsinn. ausschließen. Feuchtigkeit schneller aufnehmen und trocknet, das macht überhaupt keinen Sinn, weil Feuchtigkeit schneller aufnimmt und trocknet, das für mich ein Das ist, Widerspruch. warum soll es das machen? wenn Das es ist dann völliger wieder trocken Blödsinn. ist? Ja, klar. Also, ich bin wirklich für C, denn es steht ja hier auch, dass es von Vorteil ist. Das heißt, es ist etwas, was man jetzt, und wir sind ja auch bei Neuheiten, jetzt entwickelt hat. C. Ja, C. C. Du hast dein Selbstbewusstsein sehr schnell wiedergefunden, muss ich sagen. Ja, warum nicht? Also es ist ja bin mir nicht zu nicht sicher, kurz, ob wie man es- gerade festgestellt hat, es zu verlieren. Ob er es überhaupt Die verloren? Kenaf-Pflanze ist ein Malvengewächs, das hauptsächlich in Indien und Südostasien zur Gewinnung der Fasern aus dem Bast der Stängel angebaut wird. Traditionell werden sie zu Seilen und Tüchern verarbeitet. Außerdem dient Kenaf als Baumaterial und zur Herstellung von umweltschonendem, holzfreien Papier. Im Vergleich zu Holz wächst es sehr schnell und die Verarbeitung erfordert weniger Chemikalien. Denn es verfügt über einen geringeren Ligningehalt, der die Zellulose in der Pflanze bindet und für ihre Festigkeit sorgt. Außerdem müssen weniger Bleichmittel eingesetzt werden, da das Papier von Natur aus heller ist. 1500 Euro. Ihr könnt wieder ausgleichen. Komm, jetzt darfst du entscheiden. Ich darf entscheiden, dann Fragezeichen. Die Bezeichnung The Million Dollar Quartet geht zurück auf A. Die Kinder von Königin Elizabeth II. Und Prinz Philipp, B. Die Rohstoffe Gold, Holz, Salz und Erdöl oder C. Eine spontane Jam-Session von 4 berühmten US-Musikern. Elton. Also ich würde ja A ausschließen, aber ich bin da auch nicht so bewandert. Das würde ich, ja, Die Rohstoffe Gold, Holz, Salz und Erdöl, ich habe den Begriff in dem Zusammenhang noch nicht gehört, deswegen würde ich jetzt auf C gehen, aber weil ich finde auch, es geht ja darauf zurück. Und früher war Salz auf jeden Fall teuer, aber ich glaube Holz tatsächlich nicht. Das ist jetzt unfassbar teuer. Früher gab es Holz ohne Ende. Und auch Erdöl war, glaube ich, damals noch nicht so entdeckt. Deswegen kann das, vielleicht ist es tatsächlich, da hat sich, keine Ahnung, ein Gitarrist, keine Ahnung, Keith Richards und dann kam noch ein Schlagzeuger dazu. und dann haben die genialste Und dann ist es das Jam-Session jeweils gemacht, Million-Dollar-Quartett. die wir verpasst haben. Ich würde das sagen. Vielleicht war das irgendwann mal ein Jazzquartett. Also du bist bei C. C. Aber wir sind uns immer einig. Meistens. Ja, wenn ihr es noch nicht gehört habt, jetzt ist es soweit. 4. Dezember 1956, Memphis. Elvis Presley fährt an seinem alten Tonstudio in der Union Avenue vorbei und entscheidet reinzugehen. Dort nimmt gerade der Musiker Carl Perkins neues Material auf. Mit der Instrumentierung hilft ihm der zu dieser Zeit relativ unbekannte Sänger und Pianist Jerry Lee Lewis. Presley entscheidet spontan ein wenig mitzuspielen. Der Country-Star Johnny Cash, der bei dem gleichen Musiklabel unter Vertrag steht, schließt sich den dreien an. Dank eines Zeitungsartikels am nächsten Tag geht die einmalige Jam-Session, die später als Album veröffentlicht wird, als das Million Dollar Quartet in die Geschichte ein. The Million Dollar Quartet. Tierisch oder Ländle? Tiere oder das Schwabenland? Ich würde für tierisch. Ja, dann nehmen wir tierisch. Tendieren. Tierisch. Klar.
Warum bewegen sich Eichhörnchen häufig spiralförmig um Baumstämme herum? Das habe ich so oft gesehen. A. Sie sind dadurch schneller. B. Es handelt sich um eine Drohgebärde gegenüber Artgenossen. Oder C. Sie versuchen sich so vor Fressfeinden zu schützen. Es handelt sich um eine Drohgebärde gegenüber Artgenossen. Ich finde, die sind eigentlich sehr zugänglich mit ihren Artgenossen. Also ich habe jetzt, hast du die schon mal ich sag mal so, kämpfen gesehen? Also die kreischen richtig und das ist wirklich, das ist schon krass, wenn die so... Aber das hat doch nichts mit dem Baumstamm hochgehen zu tun. Da würden sie eine Drohgebärde so auf die beiden Beine oder so. Oder also so. ich würde auch so machen. Ja. Irgendwas fauchen, also deswegen gehen sie doch nicht spiralförmig hoch. Das schließe ich aus. Also ich bin ja immer so ein Fan von Evolution. Ja. Und wir versuchen immer etwas zu machen, was uns in der Evolution nicht aussterben lässt. Ja, dementsprechend, ich glaube nicht, dass es das schneller ist. Auch wenn man vielleicht ein erster Gedanke ist, oh, die kommen schneller hoch. Aber die suchen ja da oben nicht so viel. Die Nüsse sind ja eher unten dieser Sache. Also ich bin der Meinung, dass das immer was damit zu tun hat, dass eine Art so lang wie möglich überlebt. Insofern wäre ich tendenziell momentan bei C, weil es auch irritierender ist, wenn jemand so um den Baum geht. Dadurch hast du weniger Fläche für den Angreifer, als wenn du so gehst. So kann man erahnen, wo der nächste Schritt ist. Und bei spiralförmig hoch, bei spiralförmig hoch hast du schwieriger als Greifvogel. Wir nehmen C. Also, dass das energetisch günstiger ist, schräg zu gehen, wie man selber auch schräg hochgeht, weil es weniger anstrengend ist. Man kann deshalb schneller gehen als den direkten Weg. Nein. Ja, natürlich. Das sind die Greifvögel. Ja, natürlich die Greifvögel. Es macht total Sinn. Ja, ja. Zumindest bei mir momentan. Also du möchtest... Ich möchte C. Gut, ja klar, natürlich. Wir nehmen C. Also ich bin für A, aber wir nehmen C. Wir nehmen C. Okay. Gut. Das ist eure letzte Frage. Eichhörnchen können mit ihren spitzen Krallen mühelos Bäume hinauf und hinunter klettern. Dabei wählen die flinken Nagetiere häufig nicht den direkten Weg, sondern klettern spiralförmig an den Baumstämmen entlang. So sind ihre Bewegungen für Fressfeinde wie Greifvögel schwerer auszurechnen, da sie immer wieder aus dem Blickfeld verschwinden und an einer anderen Stelle des Baums wieder auftauchen. Was soll ich sagen? Es ist das Bauchgefühl. Bauchgefühl. Ja, komm wieder rüber. Ist alles gut. Ja, 2000 komm Euro. Rüber. Hey. Unglaublich. Ihr habt noch eine Frage aus der Kategorie Ländle. Ja, das nehmen wir jetzt sehr gerne. gerne. Finden wir das. Um die Einwohner unter anderem zu mehr Bewegung zu animieren, hat Stuttgart 2021 50.000 Euro ausgegeben und A. 2 öffentliche Treppen bunt angemalt, B. Grünphasen an Fußgängerampeln kürzer geschaltet oder C. 11 Ergometer in der Fußgängerzone aufgestellt, die Strom erzeugen. Das ist ja sehr lustig. Oh. Also B würde ich erstmal ausschließen, weil ich glaube, das kann man elektronisch machen, da muss man nicht irgendwie 50.000 Euro noch. Nee, da wären ja auch die Bürger sauer. Also 2 öffentliche Treppen bunt angemalt. ja gut, für Kinder ist das natürlich schön, wenn die dann so bunte Treppen hoch und runter laufen. Vielleicht animiert die das, aber animiert es auch die Erwachsenen? Würdest du bei bunt gemalten Treppen mehr laufen, Elton? Nein. Nee, ne? Wobei, wenn die fleischfarben angemalt? 11 Ergometer in der Fußgängerzone, die erzeugen Strom. Das ist sehr modern auf jeden Fall. Ja, es ist modern. Du kannst da auch einen Wettbewerb draus machen. Guck mal, Ja. ich habe so und so viel geschafft, jetzt gehst du mal rein, mal gucken. Was kostet ein Ergometer? Was, 1.000 Euro so ein Laufband, so ein gutes Laufband? Das sind dann schon, das sind 11.000. Das Ich muss. finde das cool. Ich finde das toll, wenn sowas gemacht wird. Du Und findest es ist auch C noch, gut? Ja. Okay, wen nehmen wir C? Wir nehmen C. Oh Gott, hoffentlich. Um ihre Einwohner zu mehr Bewegung zu animieren, hat sich die Landeshauptstadt Stuttgart 2021 etwas Ungewöhnliches einfallen lassen. Künstler gestalteten einige der rund 400 Treppen der Stadt, die in Stuttgart auch Stäffele genannt werden. Die Kosten betrugen 25.000 Euro für jede der 2 bisher bemalten Treppen. Die bunten Stufen sollen den Bürgerinnen und Bürgern Stuttgarts einen Anreiz geben, die Treppen zu benutzen und sich dadurch mehr zu bewegen. Und es sollen noch weitere folgen. Ach,
Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. David Garrett und Bernhard, also eigentlich nur David Garrett, hat 2.000 € erspielt. Jochen Kattefeld und Elton 1.500. Und so geht's jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Zeitzonen. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Bei welcher Reise muss die Uhr um 2 Stunden vorgestellt werden? A. Bangkok nach Tokio, B. Los Angeles nach Miami oder C. Lissabon nach Wien? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Oh. Beide Teams haben Geld gesetzt. Vollstes Risiko. Ich kann bestätigen, dass Bernhard auch hier sich dezent rausgehalten hat. Komplett rausgehalten hat. Ich glaube, ich habe mich vertan. Ja. Nee, das ist nicht. Das ist eine Stunde. Wir sind gleich zurück, meine Damen. Es ist jetzt schon eine denkwürdige Sendung. Und wir sehen uns gleich zur Entscheidung. David Garrett ist heute bei uns zu Gast, hat am Anfang der Sendung mit Bernhard im Team begonnen, die Sendung dann sehr schnell übernommen und im Solo fortgeführt, was auch grundsätzlich gut war. Es sind 2.000 € geworden. Ja, sehr gutes Bauchgefühl heute gehabt. Und auf der anderen Seite Yvonne Kattefeld mit Elton. 1.500 € haben die beiden erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage aus der Kategorie Zeitzonen gestellt. Bei welcher Reise muss die Uhr um 2 Stunden vorgestellt werden? A. Bangkok nach Tokio, B. Los Angeles nach Miami oder C. Lissabon nach Wien? Wie viel Geld wurde gesetzt im Team Garrett? David? Nein. David gesetzt. Ich habe einmal gedacht, Menschenskinder, wenn wir machen heute, dann machen wir es richtig und dann gucken wir das richtig, was rüberfließt ans Publikum. Alles! Yvonne und Elton haben gesetzt. 499 €. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard, also Team David. Auf A, Team Elton. Auf C. Plus ist natürlich immer von West nach Ost. Von Los Angeles nach Miami. Los Angeles, Deutschland gesehen, -9. Miami -6. Das ist die Zeitverschiebung. Das heißt, wenn man von Los Angeles nach Miami fliegt, sind es also +3. Bleiben noch Lissabon nach Wien oder Bangkok nach Tokio. Lissabon nach Wien, da ist es normalerweise 1 Stunde. Und Bangkok nach Tokio. Und es ist auch sonst von Lissabon nach Wien 1 Stunde. Denn Bangkok nach Tokio sind +2 Stunden. Das ist richtig. Ja. Und damit hat David Garrett für euch 4.000 € erspielt. Oh, jetzt muss ich noch mal neu rechnen. 61 Zuschauerinnen sitzen hinter dir. Nein, 60 Zuschauerinnen und Zuschauer hinter euch. Und das sind für jeden 66,67 €. Lieber David,
Spiel uns doch was Schönes zum Ausklang dieser fröhlichen Sendung. 66,67 € auch für unsere 3 Apple-Spieler, die heute gewonnen haben. Viel Erfolg auf der Tournee. Ja, ab 17. Mai geht über den Katerfeld auf Akustik-Tournee. Change. Danke an Bernhard und Elton. Das war's für heute. Mit diesen wunderbaren Klängen verabschieden wir uns. Tschüss. Ha ha ha.